Hey, schön, dass du bei diesem Video dabei bist. Der Hannes von Werde Musiker hier und ich möchte dir heute den wunderschönen Song Road Trippin' von den Red Hot Chili Peppers auf der Gitarre zeigen, und zwar das Hauptriff, was du für diesen Song brauchst, und zwar in 10 Minuten. Also lass uns nicht lange schnacken, direkt loslegen. Ich empfehle dir trotzdem noch vorher kurz in der Videobeschreibung nachzuschauen. Da findest du meinen Crashkurs. Der ist dafür da, eine gute Grundlage, wie du deine Gitarre eben zum Beispiel hältst, wie du zupfst, wie du Akkorde greifen solltest. Ja, das ist eine wichtige Basis, die du dir schaffen solltest, um auf diesem Channel hier zurechtzukommen oder auch dieses Tutorial hier hinzubekommen. Aber es macht unglaublich Spaß. Das ist ein Fingerpicking-Tutorial. Also wir zupfen hier alles ohne Plektrum heute und viel Spaß jetzt. Los geht's. Ich spiele dir vor, was dich jetzt hier erwartet. Time to steal away. Let's go get lost and away in the USA. Let's go get lost, let's go get lost. Blue, you sit so pretty west of the wall. Sparkle light with yellow eyes and just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. Also, durch einen Großteil dieses Songs zieht sich dieses Hauptriff, was wir jetzt in diesem Video hier lernen werden. Es gibt auch noch weitere Teile zu diesem Song. Schau mal in der Videobeschreibung, ich verlinke dir das da, damit du die anderen Parts von diesem Song auch noch auf die Kette kriegen kannst. Das sind insgesamt 3 verschiedene Parts. Wir kümmern uns heute hier um Part A, Part Nummer 1 und los geht's. Also, erstmal ist es wichtig, dass du weißt, dass du hier eine durchlaufende Bassfigur hast. Das heißt, der tiefste Ton, den wir hier mit dem Daumen zupfen, wird wie so eine Maschine durchgezogen. Das ist das erste, was ich dir empfehlen würde zu üben. Zweiter Bund D-Seite mit dem Daumen. Ja, erstmal hinkriegen, dass du das 8-mal zupfst, dann 4-mal im dritten Bund auf der A-Seite und 4-mal im zweiten Bund auf der A-Seite. Mit dem Zeigefinger alles greifen. Ruhig mal langsamer. Okay, das ist die erste Basis daran. Erstmal gewöhnen, der Daumen läuft da quasi durch. Und wir kümmern uns jetzt hier um diese 3 Griffe, die das im Prinzip sind, Stück für Stück. Das Zupfmuster ist die ganze Zeit gleich. Deswegen macht es Sinn, sich erstmal hier bei dem ersten Akkord jetzt aufzuhalten. Dafür brauchen wir, das ist ein E-Moll-Akkord, auch wenn er dir jetzt so vielleicht nicht bekannt vorkommt, eine weitere Variante von E-Moll sozusagen. Wir zupfen aber auch nicht alle 6 Seiten, sondern zupfen mit dem Daumen, wie gesagt, die D-Seite. Der Ringfinger kommt in den dritten Bund auf der hohen E-Seite. Zupfen zuerst allein die D-Seite mit dem Daumen und dann Daumen, also D-Seite und hohe E-Seite gleichzeitig hier mit dem Mittelfinger gezupft. Dann wieder Daumen, also dann Zeigefinger H-Seite zupfen, leere H-Seite, wieder Daumen, dann wieder D und E-Seite gleichzeitig, Daumen, Zeigefinger, Daumen, also. Und am Schluss nochmal E-Seite und D-Seite, also D, es gibt Stellen, wo wir gleichzeitig D und E-Seite zupfen, aber sonst kannst du da jetzt hier meinen Buchstaben sozusagen versuchen zu folgen. Immer im Kopf behalten, dass der Daumen wie ein Uhrwerk durchläuft. D, E,
wirklich sehen, erstmal nur dieses Zupfmuster zu spielen, bis es richtig gut im Kopf ist. Ja, also da erstmal noch gar nicht weitergehen. Das erstmal gut üben, bis es wirklich flüssig läuft, du es vielleicht sogar auf die Originalgeschwindigkeit hochbeschleunigt bekommst. Aber es ist auch ganz normal, wenn das am Anfang ein Weilchen dauert, bis du da erstmal deine Finger koordiniert kriegst. Das Wichtige ist auch, dass die Sounds der einzelnen Seiten gleich sind, dass du nicht eine Seite viel lauter hast als die andere und versuch das Ganze wirklich erstmal richtig langsam zu machen, wenn du damit neu bist. Deswegen dieses Zupfmuster machst du auf dem E-Moll-Akkord einmal. Und dann wechseln wir mit dem Zeigefinger, wie gesagt, in den dritten Bund auf der A-Seite. Und mit dem kleinen Finger, würde ich dir da jetzt empfehlen, manche sind da auch so freaky drauf und nehmen dann den Ringfinger, im fünften Bund auf der H-Seite. Und jetzt zupfen wir mit dem Daumen die A-Seite, wie gesagt, mit dem Zeigefinger die G-Seite und mit dem Mittelfinger die H-Seite. Das heißt, wir wechseln hier das Seitenpärchen, ja, von H, E auf G und H. Und dann zupfen wir den ersten Teil dieses Zupfmusters auf diesem C-Akkord und den zweiten Teil auf dem H-Akkord. Wir rutschen quasi mit dem ganzen Apparat nach der Hälfte einen Bund tiefer. Das Zupfmuster ist genau gleich wie vorher, nur dass wir eben in der Mitte quasi den Akkord wechseln. Also haben wir A, H, A, G, A. Und dann wieder A und H-Seite gleichzeitig. Also wir haben hier auf dem die A-Seite allein am Anfang. A, H, A, G, A. Dann A und H gleichzeitig. A, G, A, A, G. A, H, A, G, A. Gleichzeitig A, G, A, H, A. Und das ganze Zupfmuster funktioniert dann folgendermaßen. Für die Theorie-Freaks da draußen ist es wie gesagt ein E-Moll-Akkord, ein C-Dur-Akkord und ein H-Kreuz-5-Akkord. Crazy, fast schon Jazz. Und jetzt gibt es eine kleine Variation noch, die innerhalb der ersten Strophe oder innerhalb der Strophe immer kommt. Ja, das kannst du dann gerne hier mit dem kleinen Finger machen, musst du aber nicht machen. Das ist einfach für die Fortgeschrittenen da draußen eine kleine Variation, um das Ganze noch ein bisschen spannender zu machen. Ja. Das letzte Mal, wenn die E-Seite gespielt wird, packst du den kleinen Finger in den fünften Bund. Also normales Zupfmuster. Da spielst du im Prinzip E-D-E-D-Seite.
Mit diesem Riff kommst du durch den Großteil des Songs durch, ja, und es ist sehr, sehr wichtig, bitte das Ganze am Anfang erstmal langsam zu machen. Wenn du gerade beim Fingerpicking neu am Start bist, ganz, ganz wichtige Sache, das Ganze erstmal gleichmäßig schön langsam üben und sich dann darum kümmern, das Ganze schnell zu machen. Das Wichtige ist, dass es einen gleichmäßigen Fluss abläuft und nicht in der Geschwindigkeit schwankt und die Töne vielleicht leiser oder lauter sind von Seite zu Seite. Darauf wirklich achten, ganz, ganz wichtiges Ding. Damit kannst du sehr gut deine Fingerpicking-Technik üben, wenn du auch neu dabei bist, weil es, wie gesagt, sich sehr viel wiederholt. Und in den weiteren Videos dieses Tutorials findest du dann noch alle weiteren Parts, die du brauchst, um diesen Song komplett von den Chili Peppers spielen zu können. Ich empfehle dir, in der Videobeschreibung auch noch nachzuschauen. Da findest du den kostenlosen Crashkurs von mir, der viele, viele Videolektionen enthält, mit denen du dich erstmal richtig auf Vordermann bringen kannst, wenn du neu hier auf meinem Channel bist. Und der beantwortet sehr viele Fragen, gibt dir viele nützliche Tipps und Tricks mit auf den Weg. Da ist ein E-Book drin, wo du viele Akkordsymbole nochmal schwarz auf weiß erklärt bekommst und weißt, wie du Akkorde überhaupt greifen sollst. Also, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Mach's gut, hau rein, ciao!